Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Wenn ihr neu hier seid, hier geht es um Patchwork-Quilten und um kleine Nähprojekte und heute geht es um Untersetzer. Wenn ihr Lust habt, diese Untersetzer mit mir gemeinsam zu arbeiten, dann bleibt jetzt einfach dabei. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke, wir legen los. Wir nehmen ein 12 x 12 cm großes Stück Flieseline S133 und bügeln auf die aufbügelbare Seite unseren Untergrundstoff. Das Ganze steppen wir einmal mit einem Zickzackstich an der Außenkante ab. Wenn wir das haben, nehmen wir ein Stück Stoff 10 x 10 cm groß. Auf die Rückseite bügeln wir Flisofix und das Trägerpapier vom Flisofix ziehen wir einmal ab. Wir nehmen die Stoffseite nach oben, die beschichtete Seite nach außen und wir falten einmal ein Dreieck. Von unserem Dreieck ermitteln wir die Mitte. Über diese Mitte schlagen wir unsere Seiten und zwar ein bisschen mehr nach außen, sodass beide Seiten genau übereinander liegen. Und so schaut das Ganze aus. Wenn wir das nun aufschlagen, haben wir diese Seite genau in dieser Faltung. Das Ganze halten wir mit einem Clip zusammen und wir malen. Wir malen einen Halbkreis, einen Viertelkreis, einen Kreis. Genau über die Spitze. Ein Stück darüber malen wir noch einen Kreis. Wir ermitteln die Mitte. Ungefähr, das muss nicht zu genau sein. Rechts und links der Mitte ziehen wir einen Strich, ein Stück hoch. Und von diesem Strich gehen wir schräg nach außen auf beiden Seiten. Ich bin ein bisschen außerhalb der Mitte, das kann ich etwas korrigieren. Unsere Linien sind nachher nicht zu sehen. Wir können also ruhig krakeln. Wir ziehen einen breiten Strich nach außen. An die obere Stelle malen wir einen Kreis oder eine Flamme. Kann ein bisschen ausladender oder ein bisschen schmaler werden, ganz wie ihr das gerne mögt. Das schneiden wir einmal aus. Entfernen einmal den unteren Kreis, entfernen die Seiten. Achtet darauf, dass ihr nicht zu sehr in euer Motiv schneidet. Wenn euch das Video gefällt und ihr mir das gerne mitteilen möchtet, so wäre das wunderbar, wenn ihr einfach hier unter dem Video einmal auf den Daumen nach oben drückt. So schaut das aus und das falten wir nun wieder auseinander. Die Seite mit unserer Zeichnung ist die beschichtete Seite, die legen wir auf unseren Stoff. Tada! Yay. Und unseren entstandenen Stern bügeln wir einmal auf. An unserer Nähmaschine nehmen wir unser Stopffüßchen und eine Universalnadel brauchen wir. Das ist tatsächlich die beste Nadel. An unserer Maschine versenken wir den Transporteur. Wir stellen die Fadenstärke auf 0 und wir stellen einen Zickzackstich von ungefähr 2 oder 2,5 ein. Unseren Stern nähen wir nun einmal mit Zickzack ab. Wir holen den Unterfaden nach oben, wir vernähen dreimal auf der Stelle. Und nähen mit Zickzack weiter. Die Untersetzer sind aus sehr festem Material gearbeitet und man hat das Gefühl, sie klappern unter der Maschine ein bisschen herum. Das ist in Ordnung, das darf ruhig passieren. Wir können unsere Untersetzer unter der Maschine beim Quilten frei bewegen. Wenn wir irgendwo eine Ecke der Schneeflocke beim Quilten nicht ganz genau erwischen, das ist gar kein Problem. Wir können, wenn wir mögen, ein zweites Mal über die gleiche Stelle quilten oder wir lassen es einfach. Die Schneeflocke muss nicht überall gleich gut
eingefasst sein. Ihr könnt auch so die fertigen Schneeflocken später in die Waschmaschine stecken und einfach mitwaschen oder feucht abspülen. Das geht auch, wenn ihr mal eine Stelle nicht so wirklich gut erwischt. Zum Schluss vernähen wir wieder dreimal auf der Stelle, holen das Ganze unter der Maschine hervor und wir schneiden alle Wanderfäden ab. Die gewollten und die ungewollten. Yay, unsere Untersetzer sind fertig geworden und ich werde meine Untersetzer jetzt direkt einsetzen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und der eine oder andere von euch arbeitet diese Untersetzer einmal nach. Ich wünsche euch eine gute Woche, bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert, einfach weiternähen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!